Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Filstrip bei einer M&P9 M2.0 macht. Da noch vorab zu sagen, dass es bei der M2.0 Serie eigentlich keine Rolle spielt, welches Modell in welchem Kaliber. Der Filstrip wird eigentlich immer gleich gemacht. Das sogar eigentlich bei der Vorgängerversion von der M2.0, wird auch gleich durchgeführt. Wie immer tut man zuerst sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist. Sprich, wir nehmen mal das Magazin raus und überprüfen die Kamera und stellen sicher, dass sie leer ist. Jetzt bewegen wir den Schlitten so weit hinten, bis die Kerbung da bis zu der Position gerade hinter dem Schlittenfanghebel ist. Man sieht es da gerade auch noch ganz knapp, dass da, ja, schaut der Teil raus, wo dann der Schlitten arretieren tut. Tun wir den jetzt von Hand nach hinten bewegen und mit dem Schlittenfanghebel den Schlitten arretieren. So, Schlittenfanghebel rauf, den Schlitten loslassen. So, und jetzt tun wir den Hebel um eine Vierteldrehung nach oben bewegen. Bevor wir jetzt den Schlitten wegnehmen können, muss man im Inneren im Griffstück im hinteren Bereich hat so eine kleine geile Lasche. Die muss man gegen oben bewegen, damit man den Schlitten abnehmen kann. Das kann man mit einem Durchschlag, flachen Schraubenzieher, wenn man gerade etwas zur Hand hat, kann man das mit dem machen. Sonst hat man im Griffstück, im unteren Bereich, dort wo eigentlich der Lanyard kommt, ist gerade ein Tool dafür integriert. Zum Zugriff zu dem haben, muss man einfach da das Endstück um eine Vierteldrehung drehen. Da spielt es keine Rolle, ob nach rechts oder nach links. Und dann kann man da so einen Stift rausziehen. Jetzt muss man einfach darauf achten, dass ja, der Rücken vom Griff, der ist jetzt halt lose. Mal schauen, dass der nicht rausgeht. Und jetzt kann man da in dem hinteren Bereich mit dem Tool können wir da den Hebel so nach vorne bewegen. Und jetzt können wir den Schlitten abnehmen, indem wir ihn einfach leicht nach hinten bewegen. Normalerweise löst sich so automatisch der Schlittenfanghebel. Und dann kann man den zuerst in die Ausgangsposition bringen. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Von da aus kann man es einfach wirklich nach vorne rausziehen. Die Rückschlagsfedern, die kann man einfach von hinten rauslupfen. Und beim Lauf auch, wie man es von den meisten Pistolen kennen tut man einfach von unten her, gerade dort am besten, wenn man es auf dem Kopf hat, die Kamera leicht anlupfen, ein bisschen nach vorne bewegen, damit man ihn anwinkeln kann. Und dann kann man den Lauf rausziehen. Und so nimmt man die Pistolen auseinander. Um sie wieder zusammenzutun, fangen wir damit an, indem wir einfach den Lauf wieder in den Schlitten einfädeln. Da geht nur eigentlich auf eine Art, also da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Da gehen wir auch wieder angewinkelt, indem wir das mal einfädeln, dann ablegen, dann den Lauf einfach so weit nach hinten bewegen, wie es geht und schauen, dass er die Ausgangslage wieder kommt. Und jetzt können wir die Rückschlagsfedern rein tun. Bei der M&P-Serie wird normalerweise der vordere Drittel der Rückschlagsfedern wird blau markiert. Sonst erkennt man es auch, dass der vordere Bereich der Rückschlagsfedern der hat so einen Sechskant. Der hintere Bereich ist flach und rund. Da wieder auch relativ simpel. Wir fangen da die Winkel an. Ich könnte es eigentlich
fast, aber nicht ganz reinlegen. Und dann kann man eigentlich mit dem Daumen den ein bisschen nach vorne drücken und gleichzeitig gegen runter. Und dann muss man einfach sicherstellen, dass sie gerade und nicht schräg drin ist. Sonst passt dann der Schlitten nicht drauf. Das merkt man dann relativ schnell. Wenn das der Fall ist, muss man den Schlitten einfach wieder rausziehen und halt nochmal richtig ausrichten. Jetzt können wir den Schlitten da vorne wieder einfädeln. Um das zu machen, muss man einfach sicherstellen, dass der Hebel nach unten zeigt und auch die Lasche da, die gelbe, die darf nicht nach oben zeigen, die muss nach unten zeigen. So, tun wir da einfädeln. Normalerweise sollte es wie jetzt ohne Problem gehen bis zu dieser Position. Jetzt können wir den Schlitten nach hinten bewegen und wieder mit dem Schlittenfanghebel arretieren. So. Voilà. Der Hebel kommt wieder nach oben. Und jetzt muss man da die Lasche wieder nach oben drücken. Kann man normalerweise auch von Hand machen und sonst kann man wieder das Tool von vorher in die Hand nehmen und mit dem die Lasche in Position bringen. So, jetzt bewegen wir den Schlitten wieder nach vorne, sprich leicht hinten, Schlittenfang löst sich, die Ausgangsposition bringen. Und jetzt tun wir die Lasche noch wieder zurück. Man sieht es hier, es hat Kerbungen drin. Ja, man bringt es eigentlich auch auf zwei Arten rein. Es spielt keine Rolle, ob es jetzt nach oben oder nach unten ausgerichtet ist. Einfach einfädeln, drehen und zum Schluss halt einfach daran denken, der Abzugsmechanismus ist jetzt gespannt. Also sprich, nochmal schnell Kontrolle und den Mechanismus entspannen. So, und die Pistole ist wieder zusammen. Vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.